Die EU-Kommission, angeführt von Ursula von der Leyen, will Gas- und Atomkraftwerke genau wie Wind- und Solarkraftwerke als grüne Energie einstufen. Was sie mit diesem Vorschlag bezwecken will, wer die politischen Hintermänner sind, die diese Entscheidung vorangetrieben haben und ob an der fadenscheinigen Argumentation der Kommission irgendetwas dran ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Holt euch einen Kaffee und macht's euch bequem, denn das hier wird wild. Die EU will Atom- und Gaskraftwerke als grün einstufen. Dadurch würden Investitionen in Atomkraftwerke auf einmal nachhaltig sein. Diese Regel soll Teil der sogenannten EU-Taxonomie werden. Die EU-Taxonomie legt Standards für nachhaltige Investitionen fest. Die EU-Kommission rund um Ursula von der Leyen beruft sich auf die Notwendigkeit beider Technologien für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Bei Gas ist offensichtlich, dass CO2 ausgestoßen wird und die Technologie damit nicht grün ist. Die EU-Kommission begründet, dass Gas als Brückentechnologie während des Ausbaus der Erneuerbaren benötigt wird. Dem stimmen wir rein wissenschaftlich auch zu, aber das macht die Technologie selbst noch lange nicht grün. Bei Atomkraft ist die Lage da schon etwas komplizierter, denn Atomkraftwerke stoßen ja wirklich wenig CO2 aus. Deswegen schauen wir uns einmal genauer an, welche Charakteristika eine Technologie eigentlich erfüllen muss, um von der EU als grün eingestuft zu werden. Die EU-Kommission hat dazu 6 Kriterien aufgestellt, von denen mindestens 1 erfüllt sein muss, während keins der anderen verletzt wird. Abschwächung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, Schutz der natürlichen Wasserressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Schutz der Ökosysteme. Alle Wissenschaftler sind sich einig, dass Atomkraft eine CO2-arme Art der Energieerzeugung ist und damit per Definition zum ersten Ziel Abschwächung des Klimawandels beitragen kann. Fragwürdig ist allerdings, ob Atomkraft einen der anderen genannten Punkte verletzt. 2020 wurde bereits eine Expertengruppe der EU mit dieser Fragestellung beauftragt und kam zur Auffassung, dass Atomkraft diese Kriterien verletzt und damit nicht nachhaltig ist. Und was macht die EU-Kommission daraufhin? Sie beauftragt einfach jemand anderen, und zwar das Joint Research Center der EU. Das Joint Research Center, kurz JRC, hat daraufhin einen 387 Seiten langen Report veröffentlicht und kam zum Schluss, dass Atomkraft unter Einhaltung bestimmter Sicherheitskriterien auf einmal keine der 6 Kriterien verletzt. Und das ist jetzt entscheidend, denn die EU-Kommission nutzt genau diesen Report als Rechtfertigung für ihren Gesetzesentwurf. Aber keine Sorge, wir haben uns diesen Report für euch mal genauer angeschaut. Unser Fazit: Der Report wirkt ehrlich gesagt sehr wirr und unnötig verkompliziert. Fast so, als wolle man hier versuchen, um unliebsame Fakten herumzureden. Zu einem ähnlichen Schluss kam auch das Bundesamt für nukleare Entsorgung, das ihren Brüsseler Kollegen in einer scharfen Stellungnahme vorgeworfen hat, dass viele ihrer Schlussfolgerungen unwissenschaftlich und schwer nachzuvollziehen sind. Das Wissenschaftliche Komitee für Umwelt, Gesundheit und neu aufkommende Risiken kam zu einem sehr ähnlichen Urteil und bezeichnete den Bericht als unvollständig. Ein Thema, was im Report behandelt wird, ist die Frage nach einem sicheren Endlager für Atommüll. Das JRC versucht hier am Beispiel des schwedischen Endlagers Forsmark zu belegen, dass sichere Endlager möglich sind. Das Ding ist, das Endlager in Schweden gibt es noch gar nicht, denn es wird erst in den nächsten Jahren mit dem Bau begonnen. Nochmal: Der Report behauptet, dass Endlager sicher sein können und führt als Beweis ein Endlager an, das es noch gar nicht gibt. Aber was sollen sie auch tun? Es gibt halt noch kein sicheres Endlager auf der Welt. Das JRC verwendet hierzu viele Daten und Berechnungen, die belegen sollen, dass Endlager unbedenklich für die Umwelt sein können. Als Quelle hierzu wird einfach eine Erklärung der schwedischen Aktiengesellschaft zur Entsorgung von Atommüll aus dem Jahr 2011 verwendet. Diese Aktiengesellschaft gehört einfach den schwedischen Kernkraftwerksbetreibern. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Es ist natürlich vollkommen unwissenschaftlich vom JRC, seine Schlüsse durch Aussagen einer Aktiengesellschaft mit offensichtlichem Eigeninteresse zu belegen. Good job! Das ist ja so, als wenn ich die FIFA fragen würde, ein Korruptionsgutachten über die FIFA zu erstellen. Das Beste am Report ist aber eigentlich, dass mögliche Auswirkungen von Atomunfällen einfach nicht berücksichtigt werden. Und genau deswegen kritisierte das Bundesamt für nukleare Entsorgung, dass der klimaschädliche Effekt von nuklearen Unfällen einfach außen vor gelassen wurde. Was wir am Bericht gut finden, ist, dass ein Richtlinienkatalog erstellt wurde, nach dem Atomkraftwerke besonders sicher und nachhaltig betrieben werden können. Und die EU hat daraufhin beschlossen, dass Atomkraftwerke unter Einhaltung dieser Kriterien als nachhaltig gelten können. Aber ihr könnt es euch schon denken, mit einer kleinen Nuance. Atomkraftwerke, die ihre Baugenehmigung vor 2025 bekommen, müssen diese Kriterien nicht einhalten und zum Beispiel kein sicheres Endlager vorweisen. Top! Insgesamt wirkt die JRC-Studie auf uns in keinster Weise wie eine neutrale wissenschaftliche Analyse, sondern eher wie ein im Vorhinein geplanter Versuch der EU-Kommission, ihre Entscheidung irgendwie zu untermauern.
Der Gesetzesentwurf der Kommission ist fast so intransparent wie die Wahl seiner Präsidentin, womit wir direkt zu Ursula von der Leyen kommen. Die höchste Politikerin der Europäischen Union, die an der Spitze dieses Gesetzesvorstoßes steht und die gleichzeitig nie auf einem Wahlzettel für ihr Amt stand. Die Familie von der Leyen hat auch schon eine längere Historie mit fragwürdigen Entscheidungen rund um das Thema Atomkraft. Ihr habt bestimmt schon mal von Gorleben gehört, das atomare Endlager an der ehemaligen Grenze der BRD und DDR. Das Endlager, welches wiederholt durch technische Mängel aufgefallen war, wurde 2020 endgültig von der Liste der potenziellen Endlager gestrichen, weil es als solches völlig ungeeignet war. Aber haben die Geologen das damals nicht gewusst? Naja, das Ding ist, Gorleben stand nie auf der Liste sicherer Endlager der Experten, sondern wurde nachträglich und no joke handschriftlich hinzugefügt. Und zwar vom damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht von der Leyen, Ursulas Vater. Das tat er mit den Worten, das sei jetzt eine politische Entscheidung, womit er wohl meinte, den Atommüll möglichst nah beim Klassenfeind aus der DDR zu deponieren. Schon damals gab es bei den von der Leyens also konkrete politische Ziele, aufgrund derer man die Entscheidung über die Köpfe der Wissenschaftler hinweg getroffen hat. Könnte es solche politischen Ziele auch bei der heutigen Debatte geben? Und wer könnte diese politischen Ziele verfolgen? Während Deutschlands Energiepolitik traditionell von Kohlelobbyisten mitbestimmt wird, besitzt Frankreich eine extrem starke Atomlobby. Und die hat ihren Einfluss nicht erst seit dem aktuellen Präsidenten Macron. Schon 2008 zum Beispiel hatte Macrons Vorvorgänger Sarkozy ohne die Einbeziehung des Parlaments oder der Öffentlichkeit quasi aus heiterem Himmel den Bau neuer Atomkraftwerke im Wert von 3 Milliarden Euro angekündigt. Eine Investition, die laut Experten völlig unangebracht war, denn diese 3 Milliarden fehlen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Besonders interessant an diesem Beispiel war, dass schon wenige Stunden nach der Verkündung sowohl die genauen Standorte als auch die genauen Kraftwerksgrößen bereits feststanden. Fast so, als hätte man sich mit irgendwem schon vorher abgesprochen. Naja, das passiert. Und jetzt wird's perfide. Die Atomlobby in Frankreich würde durch eine Änderung der Taxonomie erheblich profitieren. Durch das Green Labeling hätten unzählige Investmentfonds, die sich auf nachhaltige Technologien spezialisiert haben, die Möglichkeit, in die Atombranche zu investieren, ohne dadurch ihr Label zu verlieren. Von diesen Investitionen würden dann natürlich vor allem Frankreichs Finanzmärkte profitieren, wenn man diese großen Investitionen in die Atombranche zu sich lenken kann. Das könnte auch ein Grund sein, dass Macron die Diskussion vergangenes Jahr erst angestoßen hat und den EU-Vorschlag seitdem kompromisslos unterstützt. Denn der Präsident versucht schon seit Jahren, den Brexit auszunutzen, um das internationale Banken- und Finanzgeschäft weg aus London und stärker nach Frankreich zu locken. Doch selbst in Frankreich, dem Land mit der wohl stärksten Atomlobby, hat das Umweltministerium sich geweigert, Atomkraft als grün einzustufen. Moment, das wirkt ja fast so, als würde man versuchen, die nationale Ebene zu überspringen, um sein Vorhaben durch ein EU-Gremium legitimieren zu lassen, das niemals durch die Bevölkerung gewählt werden konnte. Aber das wird ja keiner machen, oder? Das hier ist Thierry Breton. Er wurde 2019 von, natürlich, Emmanuel Macron als EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen eingesetzt. Er forderte schon vergangenen November, man müsste die Kernkraft als nachhaltig in die Taxonomie aufnehmen. Laut Breton sei ein, Zitat, kolossales Investment von 500 Milliarden Euro in die Atomkraft notwendig, um die Klimaziele der EU zu erreichen. Eine Aussage, die erstaunlich gut mit Macrons Plänen harmoniert. Tatsächlich ist der ehemalige Topmanager ein starker Unterstützer von Macron und seiner Politik. Und das ist teilweise kritisch, denn ein EU-Kommissar sollte die Interessen der Union verfolgen und nicht das Sprachrohr seiner Landesregierung sein. Die Politologin Claire de Mesmer bezeichnet den Kommissar sogar als treuen Anhänger Macrons, der alles tun würde, um dessen Agenda durchzusetzen. Das EU-Parlament und der EU-Rat haben jetzt 6 Monate Zeit, um über den Gesetzesentwurf abzustimmen. Dass es zu einer Ablehnung kommt, gilt aber als sehr unwahrscheinlich, da dafür eine Zweidrittelmehrheit benötigt wird. Die größte Hoffnung für Gegner des Entwurfs sind jetzt die Gerichte. Sowohl Österreich als auch Luxemburg haben bereits Klagen angekündigt, da sie es als tragisch empfinden, dass die EU-Kommission mit ihrer Entscheidung Gelder blockieren will, die eigentlich dringend für den Ausbau der erneuerbaren Energien benötigt werden. Versteht uns nicht falsch. Wir wollen hier nicht ausschließen, dass Atomkraft in Zukunft eine Rolle in einem nachhaltigen Energiesystem spielen kann. Was uns allerdings am Gesetzesvorschlag so stört, ist nicht mal der Beschluss selbst, sondern vor allem die intransparente und offensichtlich unwissenschaftliche Arbeitsweise der EU-Kommission.
Dass bei dieser Hinterzimmerentscheidung nationale und lobbyistische Interessen eine Rolle gespielt haben, ist zwar nicht klar belegbar, gilt aber als sehr wahrscheinlich. Der Gesetzesvorschlag entscheidet darüber, ob mehrere Milliarden Investitionen in erneuerbare Energien oder Gas- und Atomkraftwerke fließen und hat damit eine extreme gesellschaftliche Relevanz. Genau aus diesem Grund muss diese Diskussion transparent und in aller Öffentlichkeit geführt werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns deshalb unbedingt eure Meinung in den Kommentaren da. Und dieses Mal hat das Thema extrem viel Recherchearbeit erfordert. Uns würde es deswegen enorm freuen, wenn ihr das Video und die Message mit euren Freunden und Bekannten teilt. Und wer weiß, vielleicht schickt ihr das Video auch mal an den LinkedIn- oder Facebook-Account von Ursula von der Leyen.